According to our schedules, wie es auf unserem Stundenplan steht, I'm due to be taking the first two presentations this morning, werde ich die ersten 2 Präsentationen heute Morgen haben. and Brother Tabo was meant to be taking the third presentation, Und Bruder Tabo hätte die 3. haben sollen, but he's not feeling very well. aber ihm geht es nicht sehr gut. So this morning I'll be taking all 3 studies. Also werde ich heute Morgen alle 3 Präsentationen haben. So please keep him in your prayers. He's not well. Also bitte beinhaltet ihn in euren Gebeten. Ihm geht es nicht so gut. So I think I gave, maybe I didn't explain things well when I did this model here. Also als ich dieses Modell hier gemacht habe, vielleicht habe ich die Dinge nicht so gut angegangen. And I asked, where do we think midnight would be? Und ich habe gefragt, wo denkt ihr denn, dass Mitternacht sein wird? And I gave you a number of options, Und ich habe euch eine Anzahl von Optionen gegeben. but I think it may have caused some confusion. Aber es kann sein, dass ich einige Verwirrung hier gestiftet habe. So I want to just make it clear. Also möchte ich es einfach nur deutlich machen. Do we think midnight is here Wir denken, or here? dass Mitternacht in dieser Zeitspanne ist oder in dieser. And this is the Sunday law Und das ist das Sonntagsgesetz in the USA. in den Vereinigten Staaten. And I think most people placed midnight here. Und ich glaube, die meisten platzieren Mitternacht hier. Is that right? Ist das korrekt? In verse 40, we're in midnight either at the moment or it's just imminent. Dass es in dem Vers 40 sich befindet, entweder wir befinden uns schon in dieser Zeitperiode oder es kommt noch. And I'm putting midnight here. Und ich platziere Mitternacht hier. Okay? Okay? So I'm just looking for someone. Ich suche hier nach jemandem. Where are you placing it? Wo platzierst du? Here. Hier? Yeah? Okay. So, I had another question. Ich hätte noch eine weitere Frage. Someone's querying why we put the seed here. Jemand fragt, warum legen wir den Samen hier hin? And if I understand the question correctly, Wenn ich die Frage korrekt verstehe, it's because there should be some time dann ist es, weil ich verstehe, dass es da eine Zeit gibt, from the sowing to the rain. von dem Säen bis zum Regen. So, if we had the rain here, Also wenn wir den Regen hier haben, maybe the sowing should be further back. dann sollte doch das Säen vielleicht etwas weiter zurückliegen. And my response Meine Antwort dann, is that we can't expect parables to do too much for us. dass wir nicht erwarten können, dass die Gleichnisse zu viel für uns tun. We want to turn complex human affairs Weil wir möchten komplexe menschliche Dinge into simple graphical models in einfache grafische Modelle zeichnen, so that we can make sense of life. sodass das Leben einen Sinn macht. Is this sounding funny? Is that Klingt das okay? ein bisschen komisch? A little bit loud. Yeah, something's gone wrong with the sound system. Vielleicht ist da etwas ein bisschen komisch mit dem Soundsystem. The problem that we're faced with Das Problem, das wir hier betrachten, is it's not that easy to read 2 or 3 pages of Steps to Christ when you don't have it in front of you and for me to prove what I'm saying. es ist nicht so einfach. Das Problem, was wir haben, ist hier, dass es nicht so einfach ist, dass ich 2, 3 Seiten von dem Weg zu Christus lese und es euch hier beweisen will, wenn ihr es nicht vor euch habt. Chapter 8, 67.1, Steps to Christ. Kapitel 8, Seite 67, Paragraph 1 im Weg zu Christi im Englischen. So she's going to begin by talking the change of heart So, sie fängt an damit, indem sie sagt, diese Änderung des Herzens, by which we become children of God durch welche wir Kinder Christi werden, oder Christi Gottes, Entschuldigung. is spoken of as birth. Und da handelt es um diese Geburt, oder so wird es bezeichnet, This is John chapter 3. welches Johannes Kapitel 3 ist. Do you agree with that, Könnt ihr damit übereinstimmen, my sister? meine Schwester? Yeah? So this is John chapter 3, new birth. Also Kapitel 3, Johannes, diese Neugeburt, ja? You have to be born again. Man muss neu geboren werden. So you come out of the world, Also wenn man aus der Welt herauskommt, kingdom of the prince of this world, to the kingdom of heaven. also von dem Königreich der Dunkelheit bis zu diesem Königreich von dem Prinz des Himmels. And I guess to me the simplest and the clearest way that you would express that would be baptism. Und die einfachste Art und Weise, wie ich das beschreiben würde, dann wäre das die Taufe. If you take baptism and condense it into a singular point, Und wenn man diese Taufe nimmt und sie zu einem Punkt zusammenbringt oder aufzeigt, because I guess
baptism itself has 3 steps: Denn ich denke, die Taufe in sich selber birgt 3 Schritte. death, burial, resurrection. Der Tod, das Begraben und dann die Wiederauferstehung. And baptism itself would be the burial bit, Und die Taufe in sich selber ist dieses Begraben, but in the same ceremony you come out of the water, aber in der gleichen Zeremonie kommst du aus diesem Wasser heraus. symbol of resurrection. Ein Symbol der Wiederaufstehung. So you can have it as 3 steps or a singular step. Also man kann es als 3 Schritte haben oder als einen singularen Schritt. So I'm saying, Also ich sage, first sentence is talking about baptism. so dass der erste Satz hier über die Taufe spricht. So this change of heart Also diese Änderung des Herzens is compared wird verglichen to the germination of the good seed. zu diesem Samen, dieser gute Samen, der aufkeimt. So in real life, Also im realen Leben that seed can be in the ground for a long time kann dieser Same in der Erde für eine lange Zeit sein, before it germinates. bevor es hier keimt. In fact, the rain Sogar der Regen has to fall before the germination even happens, I think. muss eigentlich sogar noch vorher, bevor diese Keimung beginnt, regnen oder kommen. But as I go through this chapter, I don't think that's how Ellen White is using this model. Also, aber wenn ich jetzt so hier durch das Kapitel von Ellen White gehe, ich glaube nicht, dass sie hier dieses Modell so benutzt. So does that make sense, what I just said? Macht das so Sinn, was ich gerade gesagt habe? So you sow the seed, Also man hat diesen Samen gesät, it would germinate, es wird keimen, but the rain would be in between those 2 steps in real life. aber im realen Leben würde der Regen zwischen diesen 2 Schritten stehen. She says the change of heart is birth. Sie sagt, diese Änderung des Herzens ist die Geburt. So would you put birth here Also würde man die Geburt jetzt hier tun, hinlegen or here? oder hier markieren? This one? This one. So you'll say this is the birth. Also das wäre jetzt, würdest du sagen, ist die Geburt. And where would you put baptism? Und wo würdest du die Taufe markieren? Here or here? Hier oder hier? This one. Das war. So you can see that the dilemma is if you put baptism here, Also jetzt siehst du das Dilemma, wenn man die Taufe hier markiert, when you come out of that water, dass wenn du aus diesem Wasser herauskommst, you're resurrecting into newness of what? dann stehst du auf zu der Neuheit von was? Of life. Von der Erneuerung des Lebens. So you have to have life here. Also musst du hier das Leben haben. And life begins when you come out of the womb, Und das Leben beginnt, wenn du aus dem Mutterleib rauskommst. when you have birth. Also wenn die Geburt stattfindet. I'll read on. Ich werde weiterlesen. In like manner, Gleicherweise, those who are just converted, diejenigen, die sich gerade erst bekehrt haben, I would put just converted here. also würde ich jetzt die Bekehrung einfach Is that nur where hier you'll place markieren. Ist das, wo du es auch markieren würdest? When you're just converted, Wenn du gerade erst bekehrt worden bist, you're to grow up as babies. dann sollst du wachsen wie ein Baby. So I'm going to put, where would you put born? Here or here? Also wo würde man die Geburt markieren? Hier oder hier? Here. Here. But you just said when you come out of the water, you resurrect to newness of life. Du hast aber gerade gesagt, wenn du aus dem Wasser rauskommst, dann erhältst du neues Leben. So you'd have to put it here, wouldn't you? Also dann muss man es hier markieren. Because it Tust du's says you're just converted. nicht? Denn es sagt, du hast dich gerade erst bekehrt. You're not converted here, you're just converted here. Du hast dich nicht da bekehrt, sondern hier. So you're just converted, Also wenn du dich gerade erst bekehrt hast and now you're going to, as newborn babes, und jetzt bist du als ein neugeborenes Baby, you're going to begin to grow. dann fängst du an zu wachsen. So where does the growing begin? Wo fängt Here or here? dieses Wachstum denn an? Hier oder hier? Here? Hier? Okay. Or like the good seed sown in the field, they are to grow up and bring forth fruit. So wie der gute Same in dem Feld, so sollen auch sie gute Frucht vorbringen. Go down to the next paragraph. Wenn wir zum nächsten Paragraphen gehen, I'm going to cut halfway into the passage. und ich gehe 67.2. es ist Seite 67, Paragraph 2 im Englischen, ich werde da in der Mitte anfangen. Unless a man is born from above, Es sei denn, ein Mensch wird von neuem oder von oben her geboren,
he cannot become a partaker of the life which Christ came to give. Kann er nicht teilhaben an diesem Leben, welches Christus kam, um zu geben. As with life, so it is with growth. So wie es mit dem Leben ist, so ist es auch mit dem Wachstum. It's God who brings the bud to bloom and the flower to fruit. Es ist Gott derjenige, der die Knospe zum Blüte bringt und auch die Blume zur Frucht. It's by his power that the seed develops. Es ist durch seine Kraft, dass dieser Same sich entwickelt. First the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Erst der Halm, dann das Korn und dann das volle Korn in dem Halm. I'm going to quote from Hosea. We're in Hosea 10. She's going to quote Hosea 14. Und dann, wir haben Hosea 10 schon bereits gelesen und hier zitiert sie jetzt in Hosea 14. It says, they will grow as the lily, revive as the corn. Und sie werden wie die Lilien wachsen und sie werden auch wie die Rebe oder dieser Wein wachsen. And just check if there's anything more we want to pick up. Und ich suche jetzt noch etwas, was ich so auch noch rüberbringen möchte. He shall come down like the rain upon the mown grass. Er soll wie der Regen zu uns kommen auf das Gras. He is the living water, the bread of God, which cometh down from heaven and giveth life to the world. Er ist wie das lebendige Wasser, das Brot Gottes, welches vom Himmel kommt, um Leben zu geben zu der Welt. So I'm placing all of that Ich platziere all auf das here at hier this waymark. an dieser Wegmarke. So let me just introduce one other thought. Lass mich noch einen weiteren Gedanken hier einfügen. So we can see here, Wir können hier sehen, which we didn't do during class, it was in the break, we've got Matthias and Paul. was wir nicht, das haben wir zwischendrin gemacht, nicht in der Präsentation, sondern zwischendrin. Wir haben Matthias und Paulus hier angebracht. I'm saying Matthias is the 12th apostle. Ich sage, Matthias ist der 12. Apostel. People want to call them the disciples, but I think it's the same thing. Andere möchten es vielleicht die Jünger nennen, aber ich denke, es ist das Gleiche. Then my question is, what number apostle or disciple is Paul? Dann ist meine Frage, welcher Apostel ist denn Paulus? If he was the 12th, would he be the 13th? Wenn er jetzt der 12. wäre, wäre er dann der 13. And I say no, Und ich sage nein, they're both the 12th sie sind beide der 12. because they're symbols, they're two different symbols talking about the same subject. Es sind zwei verschiedene Symbole, die über die gleiche Thematik sprechen. When they made Matthias an apostle, they broke the rules. Als sie Matthias als Apostel eingesegnet haben, haben sie die Regeln gebrochen, If I can express it that way, wenn ich es so ausdrucken kann. because only Christ could ordain people to the apostleship. Denn eigentlich kann nur Christus jemanden zu einem Apostel einsegnen. So here they did it themselves. Also hier haben sie es sich selber vorgenommen. You could argue that they organized themselves. Und man kann dann ja eigentlich auch argumentieren und sagen, dass sie sich selbst organisiert haben. So I'm saying Matthias is a symbol of organization, Also ich sage, Matthias ist ein Symbol für die Organisation. and Paul Und Paulus is a different symbol. ist ein anderes Symbol. It's a symbol of the movement doing a work, Ist ein Symbol der Bewegung, die eine Arbeit vollrichtet. or the culmination or completion of the third angel's message. It's now complete and go to the world when Paul comes on the scene. Oder die Vervollständigung des dritten Engelsbotschaft, denn jetzt sehen wir, wie Paulus die Bühne betritt und die Botschaft an die Welt geht. So the reason why I mention that, Und der Grund, warum ich das erwähnt habe, you'll recall ist, dass ihr vielleicht erinnern when we könnt, had 7 thunders, wo wir über die 7 Donner gesprochen haben. if it was connected to the number 3, Wenn es in Verbindung mit der Nummer 3 war, what was it a symbol of? worüber war es denn ein Symbol? Oder was hat es symbolisiert? Restoration. Die Wiederherstellung. But when it was connected to the number 4, Aber wenn es in Verbindung mit der Zahl Nummer 4 war, it was a symbol of destruction. war es ein Symbol der Zerstörung. And I showed you that. Und ich habe das euch aufgezeigt. So when we use Mark 4:28, Also wenn wir jetzt Markus 4, Vers 28 benutzen, and it says, first the blade, und es sagt erst der Halm, then the ear, dann die Ähre, then the full corn in the ear, dann die volle Ähre, then harvest. dann die Ernte, This is 3 steps. dann sind das 3 Schritte.
which is a symbol of restoration. welches ein Symbol der Wiederherstellung ist. But if you were to go back Aber wenn man jetzt zurückgehen würde and put the seed in here, und den Samen hin tun würde and then see the blade as a different step, und man sieht dann diesen Halm als einen anderen Schritt, you'd end up getting 4 steps, dann sieht man, dass man da 4 Schritte bekommt, which would then be a symbol of destruction. welches dann ein Symbol der Zerstörung sein sollte. And that's not what this is teaching. Und das ist, was das hier alles lehrt. So I'm saying, So ich sage, when it talks about sowing the seed here, wenn es darüber handelt, dass der Same hier gesät wird, you don't put the blade next to it, you overlay it. Dann tut man einfach den Halm jetzt nicht nebendran tun, sondern man tut es einfach darüber legen. Let's come back to Hosea chapter 10. Lasst uns zurück zu Hosea Kapitel 10 gehen. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. The last portion we want to look at is break up your fallow ground. Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Und die letzte Portion, die wir uns noch anschauen wollen, ist dieses Pflügen. There's 2 concepts we want to pick up here. Das sind 2 Konzepte, die wir betrachten wollen. Fallow ground and breaking up. Einmal dieser Neubruch im Englischen ist ein bisschen anders wie ein brachliegendes Feld. Und wir wollen uns das anschauen und auch dieses Pflügen. The word fallow Dieses Wort brach means untouched, bedeutet eigentlich, dass es nicht berührt worden ist. wild. Wild. So you have some untouched wild ground Also man hat etwas unberührtes, wildes Stück von Land, which needs to be broken up. welches gepflügt werden muss. The word broken up means to plow. Und dieses Wort aufzubrechen bedeutet zu pflügen. We're looking at this simply, but if you went back to 11, Wir werden das nur ganz einfach hier anschauen, aber wenn man zurück zum Vers 11 gehen würde, it says, Judah shall plow, Jacob shall break his clods. da ist, Judah soll pflügen, Jakob soll ecken. If you were to go back into the Hebrew and look at this, Wenn man jetzt hier in das Hebräisch eintauchen würde und schauen würde, was es bedeutet, there's a distinction between plowing and breaking up clods. da gibt es einen Unterschied zwischen pflügen und ecken. We're not going to look at that, but I'm just pointing this out to you. Wir werden da nicht darüber viel sprechen, aber ich möchte es euch hier einfach nur aufzeigen. There's plowing Da gibt es das Pflügen and harrowing. und dieses Ecken. And this breaking up of the clods is harrowing. Und dieses Aufbrechen ist dieses Ecken. You can go in online and find out all about that. Und ihr könnt da online gehen und das euch ein bisschen selber zusammensuchen, was das bedeutet. But the plowed ground Aber dieser gepflügte Grund needs to be broken up. muss aufgebrochen werden. It's the second step in plowing, basically. Es ist der zweite Schritt im Pflügen sozusagen. Verse 12 doesn't really deal with that. Und Vers 12 handelt nicht wirklich davon. It's just I'm just looking at it in a simple singular step of plowing. Und ich schaue es einfach nur als diesen einzelnen Schritt an, dieses Pflügen. So I'm putting plowing here Also markiere ich jetzt hier das Pflügen, before you sow a seed. bevor jetzt hier ein Samen gesät wird. And before you plow, Und bevor jetzt gepflügt wird, you have fallow ground. hast du diesen unberührten Grund. So you've got fallow ground that needs plowing, then it's sown and it grows up as a righteous plant ready to be reaped. Also man hat dieses brachliegendes Feld, welches gepflügt werden muss, dann wird dieser Same gesät und dann muss diese Pflanze in dieser Gerechtigkeit oder die Pflanze wächst zur vollen Reife in Gerechtigkeit und dann kommt die Ernte. Now I know many of you have seen this study before, Ich weiß, viele von euch haben dieses Studium schon bereits vorher gesehen, but repetition deepens impression. aber die Wiederholung tut ja die Impression noch vertiefen. So this concept of plowing Dieses Konzept des Pflügens can be explained kann erklärt werden in the book of Jeremiah. in dem Buch Jeremia. Go to Jeremiah chapter 4, Gehen wir zu Jeremia Kapitel 4, verse 1. Vers 1. Again, what we'd have to do Wiederum, was wir tun müssten, is look at when Jeremiah was doing his ministry wir müssten gucken, wann Jeremia seinen Dienst hatte, to understand the context of what's happening. um den Kontext zu verstehen, was hier eigentlich passiert. I tell you in Jeremiah chapter 1, Und in Jeremia Kapitel 1 erzähle ich euch, he's going to do his ministry under the reign of Josiah,
wird er seinen Dienst verbringen unter der Regentschaft des Josias, Jehoiakim, Jehoiakim and Zedekiah. und auch Zedekias. But between Jehoiakim and Zedekiah, there is Jehoiakim. Aber zwischen Jehoiakim und Zedekiah gibt es diesen König Jehoiachin. So you have 4 kings. Also hat man 4 Könige. So what's the whole theme of Jeremiah? Also was ist die ganze Thematik von Jeremia? Destruction. It's about the destruction of Jerusalem. Es geht um die Zerstörung von Jerusalem. He really begins his ministry between Jehoiakim and Zedekiah. Und er beginnt wirklich seinen Dienst eigentlich zwischen Jehoiakim und Zedekia. 4:1. Vers 4, Vers 1. Thou will return, O Israel, saith the Lord, return unto me, and if thou wilt put away thine abominations out of my sight, then thou shalt not remove. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umherzuirren. So God's people are doing abominations, Also Gottes Volk tut hier Gräuel. and if they put them away, they would not be removed out of their land. Und wenn sie diese beiseite tun würden, ablegen würden, dann würden sie nicht aus ihrem Land vertrieben werden. This removal, Und dieses Entfernen, if you could go to 13, wenn ihr zum Vers 13 geht, behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe unto us, for we are spoiled. also Kapitel 4, Vers 13, siehe, gleich Wolken zieht er herauf, und wie ein Sturm wird, sind seine Streitwagen, schneller als der Adler sind seine Rosse, wehe uns, denn wir sind verwüstet. Go back to verse 2. Lasst uns zurück zu Vers 2 gehen. And thou shalt swear, the Lord liveth, in truth, in judgment, and in righteousness. And the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. Und wenn du in Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit schwörst, so wahr der Herr lebt, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und sägt nicht unter die Dornen. So it uses this term, break up your fallow ground, Also hier sehen wir auch, dass man diesen brachliegendes Land pflügen soll, which is identical to Hosea 10:12, break up your fallow ground. welches identisch mit Hosea 10, Vers 12 ist, dass man dort auch einen Neubruch machen soll. But it adds some extra information here. Aber hier werden uns noch ein paar extra Informationen gegeben. Don't sow among thorns. Sehe nicht unterhalb von Dornen. So the purpose of breaking up your ground or plowing So der Zweck, diesen Neubruch zu begehen oder dieses Pflügen, is twofold. ist zweifältig. One of the purposes Einer der Zwecke is to get soil, ist, dass man Erde hat, make a furrow, dass man hier eine Furche zieht, cut a groove into it, ja, dass man da so eine Furche reinmacht, so you can plant a seed in here dass man einen Samen da reinlegt and then bury it. und dann tut man es wieder begraben. So that's one reason why you plow. Das ist ein Grund, warum man pflügt. And the second reason you plow Und der zweite Grund, warum man pflügt, is these thorns ist, dass diese Dornen need to be removed. weggenommen werden müssen. And the thorns are cut, Und die Dornen werden geschnitten. and what happens to them? Und was passiert mit ihnen? They're buried under the soil. Sie werden unter die Erde begraben. So it says in the verse, Also sagt es in dem Vers, thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and don't sow among thorns. denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. So the plowing So das Pflügen, is to create, there's two things. das Pflügen tut zwei Dinge tun. It removes the thorns Es tut die Dornen entfernen and it also prepares the ground. und es tut auch den Grund vorbereiten. Verse 4. Vers 4. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your heart, you men of Judah and inhabitants of Jerusalem. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorheit eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. So, what's he doing there Also was tut er denn hier between verses 3 and 4? in Versen 3 und 4? What do we call that? Was nennen wir das oder wie nennen wir das? Repeat and enlarge, Also die Wiederholung und Erweiterung
or we could say parable. Oder wir können sagen Gleichnisse. So we did this before. Also wir haben das vorher getan. We had a sheep, Wir hatten ein Schaf, shepherd, den Hirten, you, du and Christ. und Christus. So we're going to do the same thing. Also werden wir das gleiche jetzt tun. What would go here? Was würde hier denn hinkommen? What we told to do? Was wird uns gesagt, was wir tun sollen? What would go there? Was würden wir da markieren? Ground Der Grund and und thorn. die Dornen. What would go in here? Was würde denn hier hingehen? This is the literal, Das ist das Buchstäbliche, taking us to the spiritual. welches uns zum Geistlichen What bringt. is ground? Was ist denn der Grund? Ground equals Der Grund ist gleich heart. das Herz. Thorn equals Und die Dorne ist gleich Foreskin. some people are saying sin. Einige sagen Sünde. I don't think it says sin there. Ich glaube nicht, dass es die Sünde hier sagt. You jumped a step if you said sin. Ihr seid einen Schritt übersprungen, wenn ihr Sünde sagt. Oh, if people say foreskin, I thought I heard sin. Ich dachte, ich habe Sünde gehört. Leute haben Foreskin Repeat gesagt. and enlarge, line upon line. Also die Vorhaut. Also die Wiederholung und Erweiterung, Linie auf Linie. So then we could make one more step. Jetzt machen wir noch einen weiteren Schritt. Before we would do that, Bevor wir das nun tun, we're trying to see what the foreskin of the heart is. möchten wir sehen, was die Vorhaut des Herzens ist. Depending on where you go, Es kommt darauf an, wo man hingeht. whether you go to Isaiah 6 Ob man or zu- Matthew 13 or other places, Jesaja 6 hingeht oder Matthäus 13, this would be fat. dann würde das Fett sein. So there's fat upon the heart, Da gibt es Fett an dem Herzen, which needs to be removed. welches abgeschnitten werden muss. If you go to the sacrifices, that's what they do. They remove the fat from the internal organs. Und das ist auch, was sie in dem Opfersystem gemacht haben. Sie haben bei den Opfern das Fett einfach von den innerlichen Organen entfernt. And the fat is offered to the Lord. Und dieses Fett wird dem Herrn dargebracht. So all of this, All das hier as people have said, is a symbol of sin. ist ein Symbol, wie die Leute es gesagt haben, von Sünde. So the ground and the thorn, Der Grund und die Dornen, you have a plow da hat man einen Pflug, that's doing this work, der dieses Werk tut. and in this model, Und in diesem Modell it would be a knife. wäre es ein Messer. So there's a cutting away of the ground and the thorn, there's a cutting away of the heart, which is the foreskin. Also ist es da ein Einschneiden in den Grund und ein Wegschneiden der Dornen. Und hier sehen wir ein Wegschneiden der Vorhaut des Herzens. So if they had done this work, Und wenn sie dieses Werk getan haben, then God's fury, the last part of the verse, his fury like fire wouldn't have come. dann, wie im letzten Teil dieses Verses 4, würde dieser Zorn Gottes wie Feuer nicht auf sie kommen würden. He says, lest my fury come forth like fire and burn, that none can quench it. Da ist damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, damit niemand löschen kann. Have you heard of a fire that no one can quench? Wenn ihr von einem Feuer hört, das niemand löschen kann, Spoke about that yesterday. wir haben darüber gestern gesprochen. We can parallel this with Habakkuk chapter 1, Und wir können das parallel zu Habakkuk Kapitel 1 stellen, where they complain that God is being too severe in his chastisement. wo sie sich Gott gegenüber beschweren und sagen, er ist zu streng in seiner Rüge. We read verse 13, we'll read verse 14. Wir haben Vers 13 gelesen, lassen wir uns Vers 14 lesen. O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? Wasche dein Herz rein von deiner Bosheit, O Jerusalem, damit du gerettet wirst. Wie lange sollen deine heillosen Pläne in deinem Herzen bleiben? Where do thoughts lodge? Wo sind denn die Gedanken? This is just an aside. Das ist jetzt nur nebenher gesagt. In the heart. Die Gedanken sind im Herzen. The thoughts that are in the heart needs to be, where they lodge, they need to be removed. Die unreinen oder die unclean thoughts, oder
vain thoughts, Okay, also keine guten Gedanken, die im Herzen verweilen, which müssen lodge in entfernt the werden heart, müssen. need to be removed. Also keine guten Gedanken, die im Herzen sind, müssen entfernt werden. So what's being removed? Also was wird hier entfernt? The foreskin, the fat. Die Vorhaut, das We've Fett. called it sin, Wir haben es Sünde genannt. but in the context of the chapter, what is it? Aber in dem Kontext des Kapitels, was ist es? The vain thoughts. Diese vergänglichen Gedanken. All of this needs to be sorted out before you sow seed. All das muss gehandhabt werden, bevor man den Samen sehen kann. So there's fallow ground, Also dieser brache Grund, which is sin, welches Sünde ist, because there are thorns growing in there. denn da sind Dornen, die darauf wachsen. The ploughing Das Pflügen prepares the soil tut den Grund dafür vorbereiten and removes the thorns. und tut die Dornen entfernen. So there's no sin here. So, da gibt es keine Sünde hier. The sin problem is removed. Das Sündenproblem wird entfernt. And I think if you see the graphic on one of the charts, Und ich denke, ihr könnt diese Grafik auf einer der Karten sehen. when you take a field Dass wenn man ein Feld nimmt and you begin to plough, und man anfängt zu pflügen, how do you plough? wie pflügt man denn? One line, Eine Linie, turn back, man dreht dann um and you create another line. und man kreiert dann eine weitere Linie. So it's line upon line. Also es ist also Linie auf Linie. And again, that was discussed in yesterday evening's presentation. Und das ist auch, was wir gestern Abend in einer Präsentation gehört So haben. how we see the Lord's leading in this movement is not coincidental. Also wie wir sehen können, wie der Herr in dieser Bewegung leitet, ist nicht durch Zufall. So when we start dealing with these issues, Wenn wir mit diesen Themen anfangen, uns damit zu behandeln, the sowing das Sehen can't be any earlier than the ploughing. kann nicht vor dem Pflügen kommen. And the ploughing Und das Pflügen is symbolized by line upon line. wird durch dieses Linie durch Linie symbolisiert. Isaiah 28. Jesaja 28. Because the people of Judah Denn die Leute von Jerusalem. Juda, Jerusalem, were not going to use this line upon line methodology to put away sin, würden diese Linie auf Linie Methodologie nicht benutzen, um die Sünde wegzutun, God will speak to them with a different voice over here, wird Gott mit ihnen durch eine andere Sprache sprechen, with the Assyrians. durch die Assyrier. But it's not going to be the Assyrians this time, it's going to be the Babylonians. Aber dieses Mal werden es dann jetzt nicht die Assyrer sein, sondern die Babyloner. So what we've done So, was wir getan haben, is we've created a reform line also wir haben eine Reformlinie kreiert, using an agricultural model. indem wir ein Agrikulturmodell benutzt We're haben. almost there. Wir sind fast da. Just want to add one or two more pieces of information. Ich möchte nur ein oder zwei Informationen noch hier hinzufügen. We've marked righteousness Wir haben hier die Gerechtigkeit markiert and we've dealt with the sin problem beforehand. und wir haben das Sündenproblem damit wird vorher Hand gehabt. So we can overlay on top of this Also da könnten wir jetzt da drüber legen. John chapter 16 verse 8. Johannes Kapitel 16, Vers 8. So if we were to put John 16 verse 8, Und wenn wir einfach nur Johannes 16, Vers 8 nehmen, then we have sin, dann sehen wir Sünde, righteousness, Gerechtigkeit and judgment. und Gericht. So we've got John 16:8 here. Also wir haben Johannes 16, Vers 8 hier. Now we're going to superimpose Mark 4 on top of this. Also werden wir jetzt noch Markus 4, Vers 28 darüber legen. So we'll take out the dotted line, Also nehmen wir jetzt diese gestrichelte Linie heraus, which was the growth, welches dieses Wachstum darstellte. and we're going to see first the blade, Und jetzt werden wir sehen, erst dieses Keimen, then the ear, dann der Halm, then the full corn in the ear. also erst dieser Halm, dann die Ähre und dann die volle Ähre. And once you get to maturity, Und sobald man zur Reife gekommen ist, you cut the plant, which is the harvest. dann schneidet man diese Pflanze, was die Ernte ist. So you have these 3 steps. Also hat man diese 3 Schritte. So I'll put John 16 here. Also ich tue auch noch Johannes 16, Vers 8 hier hinschreiben. So we've done John, Wir haben Johannes Mark. gelegt, Markus, Hosea Hosea 10, 10, Jeremiah 4. Jeremia 4. We've introduced all of these chapters to create a reform line. Wir haben all diese Kapitel schon reingenommen, um diese Reformlinien zu konstruieren.
then Matthew 13, dann Matthäus 13, we could overlay on top of this können wir da auch darüber legen. and we'd get some further light. Und wir könnten noch mehr Licht bekommen. So once we have Mark 4, Sobald wir jetzt nun Markus 4 hier haben and I took away the rain, und ich habe den Regen weggenommen, so we're going to put the rain back in, jetzt wenn wir den Regen wieder zurück da reinlegen wollen, and we're going to do that with the book of Joel. dann werden wir das machen, indem Oh. wir das... No, we're in Hosea, aren't we? We'll do Hosea first. Wir gehen erst zu Hosea und dann zu Joel. We'll do Hosea 6, verse 3. Hosea 6, Vers 3. I'm going to read from verse 1 as you're turning there. Und ich werde von Vers 1 anlesen. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. After 2 days he will revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, sodass wir vor ihm leben. Then shall we know, if we follow on to know the Lord, his going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie der Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Just want to pick up one word Und ich möchte hier ein Wort aufnehmen, after the semicolon. nach diesem Komma. It says, he shall come as the rain. Es sagt es, er wird kommen wie der Regenguss. So we've got rain here. Also wir haben hier Regen, I'll put it down here. und ich werde es hier unten nochmal markieren. Tell me what rain equals. Was ist denn der Regen? Nope. Botschaft? Nein. In the verse. Im Vers. I'll give you the clue. Ich gebe euch den Hinweis. The clue is as. Und der Hinweis ist, wie. As means what? Wie bedeutet was? Parable. Wie ein Gleichnis bedeutet es. Repeat and enlarge. Also Wiederholung und Erweiterung. So what is the rain? So, was ist der Regen? I'm just looking for the word. Äh, Sorry? I don't think so. wieder morgen? Ich denke nicht so. Oh, we're looking at the different as. Sorry. Second as. Das zweite Wie hier drin. He shall come as unto us as the rain. Er wird zu uns kommen wie der Regenguss. I'm going to say it's he. Ich sage, es ist er. He is the rain. Er ist der Regen. Do we agree with that? Könnt ihr damit alle übereinstimmen? Yeah. He shall come as rain. Er soll wie der Regen kommen. What I didn't do, Was ich nicht getan for habe, shortness of time, if you go to 10:12, um kurz zu machen, Hosea 10, Vers 12, that word rain dieses Wort Regen is the only time ist das einzigste Mal, in the Bible that the Hebrew word, dass in der Bibel dieses hebräische Wort, I'll try and pronounce it, yara, es heißt Java, that word is the only time it's translated as rain. das ist die einzige Mal in der Bibel, dass dieses Wort als Regen übersetzt wurde. So you won't know this because I'll give you this one Ihr könnt das nicht wissen, also mache ich das jetzt hier schnell hin, because we're going into the Hebrew. weil wir ins Hebräische gegangen sind. This was Hosea 6, Das and in Hosea Hosea 6. 10, Und Hosea 10, this means teach. dann bedeutet dies Lehren. That's the most common usage for that word. Das ist die normale Übersetzung für dieses Wort. So if we were to do that, Und wenn wir das getan haben, till he come and teach righteousness to you. bis er kommt und dir Gerechtigkeit beibringt oder lehrt. So that's what Hosea is talking about. Das ist, was Hosea 10 davon redet. So here, Also hier he's going to come and teach you. kommt er und lehrt dich. He Er will teach. wird lehren. Rain and rain. Regen und Regen. Now if you look at that word, Und wenn ihr dieses Wort betrachtet, it's an interesting word ist es ein interessantes Wort. because if we were to go to we'll go to 1 Samuel 31:3. Wenn wir nämlich zum 1. Samuel 31, Vers 3 gehen würden. If you're taking notes, write 1 Samuel 31:3 Wenn ihr Notizen euch nehmt, dann schreibt hin 1. Samuel 31, Vers 3. and then write 1 Chronicles 10:3.
Und dann notiert euch 1. Chroniker 10, Vers 3. So 1 Samuel, 1 Chronicles 31:3, 10:3. Also 1. Samuel 31, Vers 3, dann 1. Chronik 10, Vers 3. And the battle went sore. I'm reading from 1 Samuel. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was sore wounded of the archers. Und der Kampf wurde hart gegen Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn, und er zitterte vor den Schützen. Don't know if that was a bit too fast. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell. I'll just read it in the English again, not in the German. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was sore wounded of the archers. That word archers Dieses Wort Bogenschütze is the same word ist das gleiche Wort as rain, wie der Regen. because the word itself means to shoot, Denn das Wort selber bedeutet zu schießen. in the sense In den, ja, könnt ihr? of a flood or an arrow or a pointed remark. Was sich darauf bezieht, dass es wie ein Pfeil ist, wie eine Flut, dass es so auf einen Punkt abzielt. So if I said, "What are you doing?" Also wenn ich sagen würde, was machst du? that would be like me shooting an arrow at you. Das wäre wie, als wenn ich einen Pfeil gegen dich losschießen werde. That would be like me teaching you. Das wäre, als würde ich dich lehren. So this is not part of this study, Also es ist nicht Teil dieses Studiums. but you can connect 1 Samuel 31. 1. Samuel 31, This is the death of Saul. das ist der Tod von Saulus. It's not part of this study, Ist nicht Teil dieses Studiums. but we place the death of Saul by the archers Aber wir platzieren diesen Tod von Saul durch diesen Bogenschützen at this very point here, an diesem Punkt hier, where righteousness begins. wo die Gerechtigkeit beginnt. Because we identify the archers to be another symbol of Then- the four winds of the east wind. Denn wir zeigen, dass der Bogenschütze nur ein weiteres Symbol für die vier Winde sind. So you can connect Hosea with 1 Samuel 31, and it's all being directed here, where Also we've got this rain. Also ihr könnt Hosea mit dem 1. Samuel verbinden und es dirigiert euch alle auf diesen Punkt hier. So we read Hosea 6:3. Also wir haben Hosea 6, Vers 3 gelesen. It says it's going to rain righteousness, Und es heißt da, es wird Gerechtigkeit regnen and then he'll reap in mercy. und dann wird er in Gnade ernten. But now with chapter 6, Aber in Kapitel 6 the rain's going to come in two stages. wird der Regen in 2 Stadien kommen. Former rain In Frühregen and latter rain. und Spätregen. Im Englischen steht da Frühregen und Spätregen. In German it only says latter rain there. So in the German, it's not translated correctly. Also im Deutschen ist es nicht korrekt übersetzt worden. Im Englischen heißt es Frühregen, Spätregen. We could study why that's the case, but we won't. Wir könnten jetzt studieren, warum dies so ist, diese Missübersetzung, aber wir werden es nicht tun. We'll go to the book of Joel. Wir gehen jetzt zum Kapitel Joel. Joel chapter 3. Joel Kapitel 3. No, not Joel chapter 2. Joel Kapitel 2, Verse 23. Vers 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately. He will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. So Je- you'll see that the word month is italicized. Im Englischen ist es da nicht Tag, sondern Monat. In the German it says day, not month. I just said in the English it's month. So the word month is italicized. It's not in there in the original. Okay, dieses Wort Tag, welches im Englischen Monat ist in Klammern, was nicht im Originellen da ist, Original. But contextually, this is the first month. Aber im Kontext sieht man, dass es eigentlich der erste Monat ist. So it was translated correctly in the King James. Also es war in der King James Bibel korrekt übersetzt worden. It says the first month, Es sagt der erste Monat and there's 30 days. und da gibt es 30 Tage in diesem ersten Monat. So we can mark the number 30 here. Und wir können die Zahl Nummer 30 hier markieren. Once we do this, there's many things that we could do to address, not to address, to overlay on top of this. Und sobald wir dies getan hatten, dann gäbe es viele Dinge, die wir nun jetzt da reinlegen könnten. But all I want us to see is that this is the first month.
Aber alles, was ich euch zeigen möchte, ist, dass dies der erste Monat ist. And if this is the first month, Und wenn das der erste Monat ist, this must be the first day of the first month. dann wäre das hier der erste Tag des ersten Monats. Then obviously this would be the 30th day of the first month. Und dann wäre das natürlich der 30. Tag des ersten Monats. But once we start making this the 30th of the first month, we'd have to overlay further information on this. Und sobald wir das hier dann den 30. Tag des ersten Monats machen müssen, dann müssten wir noch weitere Informationen darüber legen. And I think I did that last year, Und ich glaube, ich habe das letztes Jahr getan. so I'm not going to go into any more detail about that. Deswegen werde ich jetzt nicht in weitere Details hier reingehen. But just to refresh your mind, Aber nur um euch nochmal zu erinnern, you can also make this the 16th day of the first month. so kann man das hier auch den 16. Tag des ersten Monats markieren. From 2 Chronicles Vom 2. Chroniker 29, 29, verses 16 to 17. Verse 16 und 17. Because you've got these two steps, Denn man hat diese 2 Schritte you can do things with that. und damit kann man auch noch Sachen So. machen. Also, All I wanted to mark from all of this is the first day of the first month alles, here. was ich hier von all dem hier markieren wollte, ist, dass hier der erste Tag des ersten Monats ist. Ellen White will tell us that the former rain Ellen White beschreibt, dass der Frühregen takes you from seed, germination, blade to the fruit. bringt uns vom Samen zur Keimung, welches der Halm ist, bis zur Frucht. And the purpose of latter rain is to bring the fruit to maturity. Und der Zweck des Spätregens ist, dass die Frucht jetzt zur Reife kommt. So we've got sin, righteousness and judgment, Also haben wir Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, which is the first, welches ist der erste, second der zweite and third angel's messages. und die dritte Engelsbotschaft ist. So hopefully Hoffentlich this template that we've created from the agricultural model diese Struktur, die wir von Hesekiel 37 aufgebaut haben, most of us should be happy with. sollten wir alle weitgehend damit glücklich sein. Except a couple of people. Außer vielleicht ein paar Leute. So let me redraw that Also up here. lass mich das nochmal neu aufzeichnen hier. Just sort of clean, make a sort of a clean copy here. Um es einfach nur nochmal als eine saubere Kopie darzustellen. Plow, Pflügen, sow, Samen, Säen, former rain, Frühregen, latter rain, Spätregen, harvest. Ernte. And that would be fallow. Und das wäre das Brachland. What we'll do is, Was wir tun werden, ist Folgendes. we'll take this line Wir werden diese Linie nehmen and we'll place this line over the line of God's people at the end of the world. Wir werden diese Linie nehmen und sie über die Linie von Gottes Volk am Ende der Welt legen. Before we do that, Und bevor wir das tun, I spoke here about 2 Chronicles 29 habe ich hier über den 2. Chroniker 29 gelesen. and Brother erzählt. Noel Und Bruder Noel, has spoken about the priests and the Levites. der hat bereits schon über die Priester und die Leviten gesprochen. One of the baptismal vows Und in einer der Taufgelübde, talks about first the church, then the world. wo es heißt, erst die Gemeinde, dann die Welt. And in the church, there are two groups. Und in der Gemeinde, da gibt es 2 Gruppen. You can see this in a number of different models. Und man kann das in einer Anzahl von anderen Modellen auch sehen. So in the story of Noah, So in der Geschichte von Noah, you've got Noah, da hat man Noah, who's preaching welcher predigt to all these people zu all diesen Leuten for 120 years. für 120 Jahre. And they're not going to listen to him. Und sie werden nicht auf ihn hören. So two groups of animals are going to come, Und 2 Gruppen von Feinden werden zu ihm kommen, clean and unclean. nämlich die rein und unrein.
And we know animals are a symbol of human beings. Und wir wissen, dass Tiere ein Symbol für Menschen sind. I think in Acts chapter 10, Und das ist im Apostelgeschichte Kapitel 10, I think it's 10, Peter wo Petrus understands versteht, that these unclean animals dass die unreinen Tiere are the Gentiles, die Heiden sind. or what we would call Oder wie wir es benennen würden, the 11th hour workers. die Arbeiter der 11. Stunde. The clean animals Die reinen Tiere are therefore God's people, or sind, the church, sind deswegen Gottes Volk oder die Gemeinde. and we would call them the Levites. Und wir würden sie die Leviten nennen. And then these would be the priests. Und dann wären diese hier dann die So straight Priester. out the story of Noah, Das ist jetzt die Geschichte von Noah. you can see the three groups introduced. Also sieht man hier diese drei Gruppen, die einen aufgezeigt If we werden. go to 2 Chronicles 29 Geht man zur 2. Chronik 29 and going to 30, chapter 30, und dann auch noch Kapitel 30, you're going to have the same three groups. da sieht man die gleichen drei Gruppen. You'll have the priests and the Levites Da hat man die Priester und die Leviten in 29, in Kapitel 29 then in 30 und Kapitel 30 you've got the 10 tribes, hat man die 10 Stämme. and those 10 tribes Und die 10 Stämme are a symbol of the Gentiles, sind auch ein Symbol für die Heiden. and they're a symbol of the Gentiles Und sie sind ein Symbol der Heiden, because when they come in, weil sie, wenn sie hereinkommen, they come in at the second Passover. kommen sie zur Zeit des zweiten Passas. So I'm not explaining this, but I'm just showing you different models where you see three groups. Also ich erkläre das hier nicht, ich zeige nur auf verschiedene Modelle, wo man diese drei Gruppen sehen kann. And of course, the other one that you have Und das andere, was man auch noch hat, is Ezra, ist Esra, chapter 7 and chapter 8, Kapitel 7 und Kapitel 8, where you have the priests, Levites, and Nethinims there. wo man die Priester, die Leviten und die Tempeldiener hat. Then you could go to the disciples of Christ, Dann kann man zu den Jüngern Christi gehen, 12 disciples, 70 disciples, 12 Jünger, dann 70 Jünger the world. und dann die Welt. Depending on how you're going to think about this would be your primary model. Je nachdem, wie man darüber denkt, ist das dann das primäre Modell. I think this might be the first mention of this concept, I think. Es könnte sein, ich denke, dass das die erste Erwähnung dieses Konzepts ist. So I'll venture to say that this is the first mention of these three groups, Also würde ich sagen, das ist die erste Erwähnung dieser drei Gruppen. but you can see it very, very clearly here in the story of Christ. Aber man kann es sehr, sehr deutlich in der Linie oder in der Geschichte von Christi sehen. And the reason why we'd want to use the story of Christ Und der Grund, warum wir die Geschichte von Christi benutzen wollen, is because the story of Christ ist, weil die Geschichte von Christi is the story of what prophecy? ist die Geschichte von welcher Prophezeiung? The 2300-day prophecy. Die 2300 Tage. Hopefully we agree with that and understand that, Ich hoffe, wir können damit übereinstimmen und verstehen das auch. because the 2300 days Denn die 2300 Tage is split into two portions, wird in zwei Teile geteilt. 490, 1810. Die 490 und die 1810. 457, 34, 1844. 457, 34 und 1844. And 34 Und 34 nach Christus is AD in the story of Christ. ist nach Christus in der Geschichte von Christus. And that's where we get these two groups. Und das ist, wo wir diese zwei Gruppen erhalten. Because this is the church Denn das hier ist die Gemeinde and this is the world. und das ist die Welt. And the church Und die Gemeinde is in two groups, 12 and 70. ist in zwei Gruppen, die 12 und 70. We'd call these the 11th hour workers. Und das sind die Arbeiter der 11. Stunde. So we have a lot of models Also wir haben hier einige Anzahl von to Modellen, show these three groups all the diese way drei, through. wo wir diese drei Gruppen aufzeigen können. So we're going to come to our reform line. So, wir kommen jetzt nun zu unserer Reformlinie. But before we do that, Und bevor wir dies tun, I've mentioned those three groups. habe ich diese drei Gruppen erwähnt. So for some time now, Seit einiger Zeit schon we've done a reform line for the priests, haben wir eine Reformlinie für die Priester getan, for the Levites, für die Leviten. and I'll put Nethinims, Und ich nenne das jetzt hier Tempeldiener. which we call them 11th hour workers. Aber wir können auch sie Arbeiter der 11. Stunde nennen. And to understand how these lines work, Um zu verstehen, wie diese Linien funktionieren, we're going to use this model, werden wir dieses Modell nun benutzen.
could use one of the other ones, Man könnte auch eins der anderen Modelle benutzen. but this one makes it, from my understanding, relatively clear. Aber für mein Verständnis macht dieses Modell es relativ sehr deutlich. And the reason I say that Und der Grund, warum ich dies sage, is because this model here of the agricultural cycle, weil dieses Modell des Zyklus der Agrikultur, I was going to do it the other way around, but it's too late now. ich wollte es eigentlich andersrum machen, aber jetzt ist schon zu spät. Revelation 14, which model is it using? Offenbarung 14, welches Modell wird dort benutzt? Which one of these models is Revelation 14 using? Welche dieser Modelle wird in Offenbarung 14 benutzt? If we look here, Wenn wir hier das betrachten, where you've got the first, second, and third angels' messages, wo wir den ersten, zweiten, dritten Engelsbotschaft haben, what's Jesus got in his hand? was hat Christus denn in seiner Hand? And this angel here, Und auch dieser Engel hier unten. they have sickles in their Sie hand. haben Sicheln in ihrer Hand. And the sickle Und die is Sichel this model here. ist dieses Modell hier. So I'd say that Revelation 14 is using an agricultural model, so that's one of the reasons why we're using it. Also würde ich vorschlagen, dass Offenbarung 18, Offenbarung 14 das Modell der Agrikultur benutzt und deswegen ist es, warum wir es hier jetzt benutzen. Now the problem with all of these three models, So these lines, Das Problem mit all diesen drei Modellen, also diese drei Linien, is that Ellen White gives us very little clues about how to construct them. ist, dass Ellen White uns nur sehr wenige Hinweise gibt, wie wir diese Linien strukturieren sollen und I konstruieren would sollen. like to say 0 for some of them, Und ich würde sogar sagen, für einige von ihnen, dass sie uns 0 Hinweise gibt. but that wouldn't be quite true. Aber das ist nicht ganz so So I'm just going to wahr. say very little information. Also deswegen sage ich, sie gibt nur ganz wenig Informationen. So we have to construct them Also wir müssen sie konstruieren from another pattern. von einem anderen Muster. And what do we call that? Und was nennen wir das? Wie nennen wir das? Line upon line, parable teaching. Linie auf Linie, Gleichnislehre. So if we think about the priests, Also wenn wir über die Priester nachdenken, what line are we going to go to create this line? welche Linie denken wir jetzt, in welcher Linie denken wir jetzt, um diese Linie hier zu kreieren? Obviously, we're going to use this template to do it. Also werden wir dieses Muster hier benutzen, das ist offensichtlich. So we need to go to another reference point. Also müssen wir noch zu einer anderen Referenz gehen. And the reference line that we go to over and over again Und die Linie unserer Referenz, zu der wir immer und immer wieder gehen, is the Millerite line. ist die Linie der Milleriten. So the Millerite line So die Linie der Milleriten is going to teach us how to create these three lines. wird uns lehren, wie wir diese drei Linien hier lehren, But we want to make it easier, kreieren. Aber wir wollen es vereinfachen. or I should really say God wants to make it easier. Und ich sollte eigentlich sagen, Gott möchte es vereinfachen. So before we go into these, Also bevor wir in diese we hineingehen, want to see how the Lord's directed us. möchten wir sehen, wie der Herr uns dirigiert hat. And he gave us another line, a fourth one if you like. Und er gibt uns eine weitere Linie und ihr könnt es eigentlich eine vierte nennen. And this is the line of the final generation. Und das ist die Linie der finalen Generation. Letzten Generation. And I would use a secondary title Und ich würde noch einen zweiten Titel das so benennen, of the 144,000. und zwar die 144.000. So what we're going to do, So, was wir tun, we're going to look at this line here, werden wir diese Linie betrachten create the final generation line, und kreieren damit die letzte Generation diese Linie davon. then all we'll do is just get these three lines and put them on top Und dann nehmen wir einfach diese drei Linien und legen sie dann da darüber, to understand what these three lines look like. um zu verstehen, wie diese drei ausschauen müssen. And this line here Und diese Linie hier is going to be created or guided by the Millerite history. wird dirigiert oder kreiert durch die Linie der Milleriten. And here we have a problem. Und hier haben wir nun ein Problem. If you remember, I said before Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe zuvor gesagt, that Revelation 14 and Revelation 18, dass Offenbarung 18, Offenbarung 14, they're connected together. sie sind miteinander verbunden. And what history is Revelation 14? Und was für eine Geschichte ist Offenbarung 14? So I knew my brother was going to say Millerite, Ich wusste, dass mein Bruder hier die Geschichte der Milleriten sagen würde, which of course is not the right answer. welches natürlich nicht die richtige Antwort ist. Because we said Denn wir sagen,
if this is the Millerite line, Wir haben gesagt, dass wenn das hier die Linie der Milleriten and this ist, is our line, das ist unsere Linie, Revelation 14 stretches all the way across. dass Offenbarung 14 sich über die ganze Linie hinwegzieht. And I don't mean that in a sort of a silly, joking way. It has to do that. Und ich meine das nicht hier in irgendwie einer komischen Art und Weise. Ich sage, es muss dies tun. And Revelation 18 is what? Und Offenbarung 18 ist nun was? If I asked you to describe what the second angel looks like, Und wenn ich jetzt dich fragen würde, wie sieht denn how does the second angel work? what does it look like? Okay, wie sieht denn der zweite Engel denn aus? What would your answer be? Was wäre denn dann eure Antwort? It depends. Es kommt drauf an. At what point are you asking the question for? An welchem Punkt tust du denn die Antwort erfragen? What does it look like here? Wie sieht es denn hier aus? Or what does it look like here? Oder wie sieht es denn hier aus? So I'd say, tell me what it looks like here. Und dann würde ich sagen, ja, erzähle mir, wie es denn hier aussieht. What does 14:8 look like here? Wie sieht denn Offenbarung 14, Vers 8 hier aus? And you'll tell me, Und ihr werdet mir sagen, it looks like Revelation 18. es sieht aus wie Offenbarung 18. Brother Noel told us yesterday, Bruder Noel hat uns gestern erzählt, come out of her, my people, komm heraus aus ihr, mein Volk. is what angel's message. Ist welche Engelsbotschaft? Second, Die zweite. but where's that phrase taken from? Aber wo wird denn dieser Satz hergenommen? Revelation 18, Offenbarung 18, verse 4. Vers 4. So you got Revelation 18, verse 4 here. Also hat man Offenbarung 18, Vers 4 auch hier hinten. So do you see the problem? Also seht ihr dieses Problem? If you just push everything to one end Wenn man alles nur so ins eine Ende drückt, and make this 14 and make this 18, wenn man das eine 14 macht und das andere 18, because you've definitely got components of 18 here. denn man hat auch definitiv Komponenten von Offenbarung 18 hier hinten. That's why Ellen White's very specific when she quotes this passage about the point that she wants to make. Deswegen ist Ellen White so definitiv, wenn sie diese Passage zitiert, über den Punkt, den sie machen möchte. Because when she quoted from Revelation 18, the word or the phrase she took out Then- was every nation. Denn was sie aus Offenbarung 18, aus diesem Vers herauszieht, ist dieser Punkt, wo sie sagt, jede Nation. And here she says USA. Und hier sagt sie, es ist die USA. So I'm saying 14:8 Also ich sage, Offenbarung 14, Vers 8, is just a repeat and enlarge of 18, 1 to 4, or you could say it the other way around. ist einfach nur eine Wiederholung und Erweiterung von Offenbarung 18, 1 bis 4. Oder man könnte es auch den anderen Weg herum sagen. The distinction between the two is not as clear cut as we make it. Und der Unterschied zwischen den beiden ist nicht so deutlich, wie wir scheinen zu machen zu können. But that's our secret weapon to answer many of our problems. Aber das ist unsere Geheimwaffe, um viele unserer Probleme zu beantworten zu können. So I just want to make one point before we close. So, ein Punkt, bevor wir nun jetzt schließen möchten. I said Ich habe gesagt, that Revelation 14, second angel's message, isn't well understood. dass Offenbarung 14, die zweite Engelsbotschaft, nicht sehr gut verstanden wird. So you need Revelation 18 Also braucht man Offenbarung 18, to explain 14. um Offenbarung 14 zu verstehen. We're here at the end of the world. Wir sind hier am Ende der Welt, We go to Millerite history wir gehen zur Milleritengeschichte and we don't understand it too well. und wir verstehen es nicht gut genug. So 18 helps to explain that history as well as our own. Also Offenbarung 18 hilft uns, diese Geschichte zu verstehen, genauso wie es unsere Geschichte hilft zu verstehen. So to understand Millerite history, Um die Milleritengeschichte zu verstehen, you need to actually have an awareness of your own history muss man eigentlich mit seiner eigenen Geschichte vertraut sein, to go back into Millerite history. um zurück zur Milleritengeschichte zu gehen. Now, you might think Na, nun magst du denken, that this is putting things backward. dass es diese Dinge rückwärts angeht. You might think it's dangerous Du denkst vielleicht, es ist gefährlich, to take our line, unsere Linie zu nehmen take components of it and superimpose it onto the Millerite line. und Komponenten davon zu nehmen und es über die Linie der Milleriten zu legen. But I'm saying you're required to do that. Aber ich sage, du bist ist dein Job, dies zu tun. Which is counterintuitive. Oh, Churches. Counterintuitive.
It doesn't make common sense. Okay, macht nicht sehr viel Sinn, dies zu tun. Because normally Denn normal we take the Millerite line nehmen wir die Milleritenlinie, and say that will teach us everything about our line. würde sagen, dass das alles ist, was uns über unsere Linie lehrt. In theory it should, Und in der Theorie stimmt das auch so, but there are sollte es some so tun. things that we don't understand about the Millerite line or we've missed. Aber das gibt es Dinge, die in der Milleritengeschichte, die wir nicht verstehen, die wir sozusagen verpasst haben. And Ellen White's made our line so clear Und Ellen White hat unsere Linie so deutlich gemacht, that we can use components of our history to go back and check Millerite history to make sure that we get things correct. dass wir Komponenten von unserer Geschichte nehmen können, sie zurück in die Milleritenlinie aufzeigen können, um zu sehen, ob wir die Dinge wirklich korrekt auch haben. And this is the problem Und das ist das Problem, that my sister asked me about the other day. dass meine Schwester mich darüber gefragt hat, hier am anderen Tag. How do I make October 22nd, 1844 as 3E, not 3A? Wie komme ich dazu, dass ich den 22. Oktober auf 1844 3E, also für Bekräftigung mache, anstatt 3A für Ankunft? And what was my logic? Und was war meine Logik? The second angel's message. Die zweite Engelsbotschaft. The second angel's message that opens up the key, or is the key that opens up how you go about doing that. Die zweite Engelsbotschaft ist dieser Schlüssel, die das so öffnet, das Verständnis, wie ich das angehen kann. Hopefully you'll remember us looking at this, Ich hoffe, ihr erinnert euch alle daran, where we did this with 2, wo wir das hier getan haben mit dem zweiten Engel. and then we did this with 2, Und wir haben das hier mit dem zweiten Engel getan. and therefore Und deswegen we can do this with 2. können wir auch das hier mit zweiten Engel tun. So I explained this, Ich erklärte dies. and we took the concept of perfect fulfillment, imperfect fulfillment. Und wir haben dieses Konzept der perfekten Erfüllung und dieser unperfekten Erfüllung genommen. So if we know the second angel's message is fully fulfilled Wenn wir wissen, dass der zweite Engel hier vollkommen erfüllt wurde, in this history and this history, in dieser Geschichte und auch hier, and we know the parable of the 10 virgins is perfectly fulfilled in this history and this history, und auch, dass das Gleichnis der 10 Jungfrauen perfekt hier erfüllt wurde, in dieser Geschichte und auch in dieser, I'm saying the third angel's message dann sage ich auch, dass die dritte was Engelsbotschaft perfectly fulfilled in Millerite history, perfekt in der Milleritengeschichte erfüllt wurde. has been running all the way through this history, Dass es sozusagen die ganze Geschichte hindurch gerannt ist. and then that gives us the ability Und das gibt uns dann die Möglichkeit, to come here in our history die Fähigkeit, in unsere Geschichte zu kommen and begin to understand und anfangen zu können, zu verstehen, how to lay out the third angel's message. wie wir die dritte Engelsbotschaft auslegen können. Before I close, ask one question. Bevor ich jetzt nun ende, eine Frage. If I took our line Wenn ich jetzt unsere Linie hier nehme and I just did 9/11, und ich einfach nur den 11. Sunday September, law, Sonntagsgesetz, close of probation, Ende der Gnadenzeit, where would you put the arrival of the third angel? wo würden wir denn die Ankunft des dritten Engels markieren? Or would you put it anywhere? Oder würdest du es irgendwo hier markieren? Sunday law, my sister said. Meine Schwester hat hier gesagt, das Sonntagsgesetz. So if you've got 3A here, Also wenn das 3a jetzt hier hast, how do you do that wie kommst du denn dazu? when 3A was back here in When- Millerite history? 3e? A, she said 3A. Okay, sie hat 3a gesagt. Wie kommst du dazu, dass dann, wenn da hinten schon 3a war? My question was, where'd you put 3A in this history? She said here. Also So ich habe gefragt, wo würde man 3a hin tun? Sie hat hier gesagt. So I'm asking, I thought 3A was down here on October 22nd. Und ich frage dann, ich habe gedacht, 3a wäre hier am 22. Oktober hier unten. So you can see we need to explain this. Und ihr könnt sehen, wir müssen das erklären. So I didn't see which sister said it, but if I asked you, how do you do that? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hast du das denn gemacht? You'd need to give a good answer, Dann musst du eine gute Antwort geben. in my opinion, In meiner, and nach hopefully in meiner your Meinung. opinion. Und ich hoffe auch in deiner Meinung. I'm not saying I've got a good answer, but let's see if we can find a good answer. Ich sage nicht, dass ich eine gute Antwort habe, aber ich hoffe, dass wir eine gute Antwort finden können. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father,
Himmlischer Vater, we ask and pray for your blessing upon us. wir möchten dich um deinen Segen auf uns bitten. Guide and direct us as we study reform lines. Leite uns, während wir jetzt hier die Reformlinien studieren. We ask and pray in the name of Jesus. Wir möchten dich bitten im Namen Jesu. Amen. Amen.